Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Fusion Grundlage Tutorial-Reihe. Und in diesem Video, das auf einer Zuschauerfrage basiert, wollen wir uns anschauen, wie man in einer Baugruppe uns die Massenschwerpunkte oder Massenmittelpunkte anzeigen lassen können. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. Heute brauchen wir mal keine Konstruktion erstellen. Wir arbeiten hier mal mit dem vorangestellten Beispiel. Das heißt, wenn hier mehrere Komponenten, die jetzt einfach hier mal ganz einfache Quader und Säule sind, und unsere Baugruppe besteht auch aus einer Unterbaugruppe, die haben wir hier. Das sind praktisch hier die zwei gelben Quaderelemente oder Rechteckelemente. Und ich habe hier mal den verschiedene Bauteile, auch verschiedene Materialien zugewiesen. Hier zum Beispiel Kunststoff, hier mal Stahl und hier Gold oder Aluminium. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir hier von der gesamten Baugruppe uns den Masseschwerpunkt anzeigen lassen können. Dazu gehen wir in den Bereich Prüfen, unter dem Bereich Volumenkörper, gehen wir in Prüfen und dann können wir hier den Massemittelpunkt anzeigen lassen. Und jetzt hier im Auswahlfenster muss ich auswählen, welche Bauteile ich hier oder in die Abfrage mit reinnehmen will. Und da ist es einfachste, ich klicke mal die Gesamtkomponente an, dann übernimmt er hier alles. Wenn ich jetzt hier auf OK gehe, kriege ich hier meinen Massenschwerpunkt oder meinen Massenmittelpunkt angezeigt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal ein Bauteil verändere, ich mache mal hier, das ist hier praktisch aus Gold, das heißt, das dürfte am schwersten sein. Ich mache einfach mir mal das Volumen größer, dann steigt natürlich auch die Dichte. Und jetzt wird hier der Schwerpunkt natürlich ganz gezielt auf die Seite rüber wandern. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann zum Beispiel auch einer Unterbaugruppe den Schwerpunkt zuweisen. Also gehen wir hier wieder auf Prüfen, Massemittelpunkt und dann kann ich hier einzeln zum Beispiel die Bauteile auswählen oder hier dann auch entsprechend auf eine Unterbaugruppe klicken. Und dann kriege ich jetzt ganz gezielt hier für diesen Bereich meinen Schwerpunkt angezeigt. Gehe mal hier rein, mache mal hier die eine Komponente ein bisschen kleiner. So, fahre das hier mal runter. So. Und dann sehen wir, wie sich auch der Gesamtschwerpunkt nach dem Verlassen der Funktion dann noch heute anpasst. Wenn ich hier zum Beispiel auf eine Komponente draufklicke oder auf auch eine Baugruppe und gehe dann hier auf den Bereich Eigenschaften, gibt es dann hier auf der rechten Seite vom Bildschirm das Fenster Eigenschaften. Das kann ich hier zum Beispiel auf und zuklappen, falls es nicht angezeigt wird. Und dann habe ich hier im Bereich physikalisch dann wird mir hier dann meine ausgerechnete Masse angezeigt und das komplette Volumen. Und hier oben kann ich das zugewiesene Material noch ablesen. Im Browser selbst werden alle Massemittelpunkte, die ich erstellt habe oder die ich mir anzeigen lasse, werden hier unter dem Bereich Analyse angezeigt, genauso wie wenn ich eine Schnittanalyse mache. Die kann ich hier natürlich ein- und ausschalten. Wenn ich sie nicht brauche, ich kann sie umbenennen. Äh, Ich kann hier, wenn ich rechte Maustaste drauf gehe, hier müssen wir kurz aus der Funktion noch rausgehen. Wenn ich jetzt rechte Maustaste mache und gehe hier auf Bearbeiten, dann kann ich hier notfalls die Auswahl nochmal umändern. Also können zum Beispiel sagen, ich möchte nur die zwei Teile haben. Und dann habe ich jetzt hier entsprechend den Mittelpunkt angezeigt. Oder ich kann sie natürlich auch komplett löschen. Ja, so viel zum Thema Masse Mittelpunkt anzeigen lassen von Komponenten oder von Baugruppen. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video.